Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der Magpul Sling Vergleich. Wir haben uns gedacht, bei der Vielzahl an Magpul Slings, die es aktuell auf dem Markt gibt, machen wir mal ein Zusammenstellungsvideo, wo wir ein paar aktuelle Modelle und Zubehör zeigen und haben das mal hier zusammengetragen. Einfach, dass ihr seht, was für eine Sling ich brauche für welche Anwendung oder welche Anwendung für welches Sling gedacht ist. In der heutigen Zeit geht man eigentlich dazu über und sagt, Slings 25 mm, wie hier zu sehen bei der Ferro-Konzept Sling. Da seht ihr aber schon deutlich, wo das hingegangen ist mit dem Trend mit den 25 mm. Man muss irgendwo auch gucken, dass man ein bisschen Komfort bringt. 25 mm Gurtband ist einfach unbequem, scheuert, trägt sich nicht gut und von daher sind bei vielen Slings dann hier solche Verbreiterungen verbaut worden. Bei Magpul hat man von Anfang an konsequent gesagt, wir machen eine Sling mit einer durchgängigen Breite, hat hier 33 mm gewählt und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittelmaß oder ein guter Kompromiss zwischen Komfort und eben ohne, dass ich dann irgendwie einen Bereich habe, der geschützt ist und nicht. Hier hat man natürlich, wenn ich jetzt die Sling irgendwie drehe, ist natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo ich wieder am 25 mm Gurtband bin und da müsst ihr euch bei einer Magpul Sling nie Gedanken machen, dass die irgendwie im Weg ist. Generell zum Thema Slings, wo brauche ich eine Sling? Sportlich eher weniger. Es gibt vielleicht die eine oder andere Disziplin, wo man sportlich was mit einer Sling machen kann. Auf jeden Fall im Jagdbereich, um ins Revier zu laufen. Dafür brauche ich eine Sling. Oder wenn ihr taktisch, behördlich, militärisch unterwegs seid, auch da wieder ist eine Sling unabdingbar, einfach um die Hände frei zu bekommen, um andere Dinge zu tun und die Waffe dann hängen zu lassen. Das brauche ich sportlich natürlich überhaupt nicht. Ja, und jetzt natürlich noch die Frage, wie wird die Sling an der Waffe befestigt? Bei Magpul gibt es eigentlich nur zwei Methoden, wie das passiert. Das eine ist hier so ein Schellenverschluss, wo ich im Endeffekt das Ganze klemme. Dafür gibt es dann auch die entsprechende Aufnahme, zeige ich euch gleich. Und was natürlich sich total durchgesetzt hat und jetzt viele nutzen, sind die sogenannten Push-Pin-Buttons. Das ist einfach ein Knopf, wo hinten drauf gedrückt wird. Dann kann ich das in der entsprechenden Halterung einrasten und damit ist die Sling dann bombenfest an der Waffe montiert. HK-Hooks gibt es auch noch, ist ein bisschen oldschool, sage ich mal. Das sind diese typischen HK-Haken, die hake ich ein, die sind dann auch fest. Dann muss ich auch irgendwas tun, um da die Sling wieder rauszubekommen. Das kann unter Umständen, unter Stress, wenn das Adrenalin die Finger grobmotorisch macht, schwierig sein. Das habe ich hier mit beiden Slings von Magpul oder beiden Sling-Methoden von Magpul nicht. Ich habe hier einmal zwei große Flächen, um den Haken zu öffnen und beim Pushpin sowieso, da drücke ich einfach hinten drauf und dann wird auch dieser Pushpin gelöst. Ja, was habe ich sonst noch so? Gehen wir mal generell, was alle Magpul Slings haben. Natürlich eine entsprechende Länge. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie Sorge zu haben, dass die Sling nicht lang genug für euch wäre. Da ist wirklich immer genügend Gurtbandmaterial vorhanden. Ihr habt hier zwei große Plastik-D-Ringe, Schieber, um dann die Größe entsprechend auf eure Größe anzupassen. Und ihr habt hier im vorderen Bereich nochmal eine Schnellverstellung. Das heißt, ihr habt eine fixe Größe eingestellt und habt dann immer nochmal hier Spiel, um das Ganze dann, je nachdem, welche Anwendung ihr oder wie ihr die Sling gerade nutzt, um das Ganze nochmal in der Größe zu verstellen. Und auch hier vorne ist nochmal ein D-Ring, um hier auch nochmal das Ganze ein bisschen einzufassen. Bei den Magpul Slings sprechen wir vom Multi-Mission-System. MS1, so heißen sie alle, auch wenn das ein bisschen irreführend ist, denn inzwischen gibt es natürlich auch MS4 Slings, ja, das ist aber die MS1-Serie im Endeffekt. Das so heißen alle Slings, MS1 und dann MS4 irgendwas. Hier habe ich jetzt für euch die MS1 QDM Sling, wie ihr sehen könnt, das ist das einfachste Modell, was es aktuell gibt. Das hat keine Möglichkeit, die Anschlagsweise zu verändern, also ihr habt bei den anderen Slings habt ihr teilweise die Möglichkeit, von einer 2-Punkt-Sling auf einer One-Point-Sling zu gehen. Das habt ihr hier nicht. Also hier, das ist eine reine 2-Punkt-Sling, die an der Waffe befestigt wird, hinten und vorne. Und hier die Besonderheit bei der MS1 QDM, das sagt auch schon der Name. QDM, das sind Quick Detach Swivels von Magpul selbst. Also die anderen sind zugekauft, das sind welche, wie ihr sie auch von anderen Herstellern kennt. Diese typischen Swivels mit einem großen Druckknopf hinten drauf und die Magpul Swivel, die haben im Endeffekt nicht hinten drauf den Druckpunkt, um zu lösen oder zu festzustellen, sondern haben an den Seiten das. Das heißt, ihr habt eigentlich eine einfache Methode, um das zu befestigen. Ihr geht her und nehmt das hier, habt den Anschlagpunkt, nehmt das zwischen die beiden Finger und dann drückt ihr das einfach
mit den beiden Fingern dran. Und dadurch arretiert das Ganze. Und zum Lösen auch wieder reindrücken und dann ziehen. Ja. Es ist ein bisschen, man braucht ein bisschen mehr Motorik als bei dem anderen QD-Swivel, bei dem Standard-Swivel, aber die sind natürlich extrem sexy. Was man da auch sagen muss, die sind auch vom Design her angeschrägt. Das heißt, man hat hier nicht so diese typische Bogenform, wie sie die normalen Swivel haben, sondern sind wirklich noch mal ein bisschen kleiner, ein bisschen sexier, sage ich mal. Das ist so ein typisches Magpul-Ding. Finden wir tatsächlich sehr cool, aber wie gesagt, habt im Hinterkopf, zum Lösen braucht man ein bisschen mehr Motorik als bei den regulären Verschlüssen. Als nächstes haben wir die Gen 2 Sling. Die hat im Vergleich zum Vorgänger, den wir euch eben gezeigt haben, keine Pushpins, sondern die Magpul-Haken. Drückt ihr im Endeffekt drauf und dadurch löst sich das Ganze. Das ist zum einen dafür gedacht, wenn ihr von Magpul den ASAP-Adapter holt. Das ist im Endeffekt hier eine Ringhalterung, die hinten an der Buffer-Tube befestigt wird. Und da könnt ihr das Ganze dann einhaken. Von Werk ab ist hier noch ein Ring dran, das heißt, ihr hängt das an den Ring und könnt dann damit das Ganze auch hin und her swingen, wenn ihr von rechts auf links wechselt oder so. Hier haben wir den Ring entfernt, weil man kann natürlich auch direkt mit dem Haken hier reingehen. Dann ist es ein bisschen leiser, es klappert nicht so. Und die Bewegung ist trotzdem noch einigermaßen gewährleistet. Das war nicht so gut wie mit dem Ring, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das müsst ihr selber für euch entscheiden. Die Option habt ihr auf jeden Fall. Ja, natürlich kann man mit dem Haken auch mit Pushpin noch kompatibel sein, wenn ihr einfach einen Pushpin mit einer Öse nehmt und den hier an einen Pushpin-Point an der Waffe setzt. Und dann habt ihr hier natürlich genauso auch einen Anschlagpunkt, um hier den Haken einzuhängen. Das geht auch. Bei dem Haken ist noch eine Besonderheit, und zwar, ihr habt es ja gesehen, es geht relativ einfach auf und zu. Damit euch das nicht versehentlich passiert, ist hier noch eine Sicherung verbaut. Das heißt, wenn ich die hier reindrücke, dann lässt sich der Haken nicht mehr öffnen und dadurch ist der Haken dann auch fix montiert. Manche Rail-Systeme wie hier das Midwest-System, die M-Lock Rail hat hier schon vorgefertigte Pushpin-Sockel. Das heißt, hier kann ich direkt ohne einen Adapter in die Rail reingehen. Bei der anderen Waffe, die ich hier habe, gucken wir die uns gleich nochmal an. Da ist es so, die hat, ja, sie hat das hier hinten, aber dadurch, dass es ein amerikanisches Rail-System ist und ein dicker deutscher Lothar-Walter-Lauf, kann ich den Punkt hier nicht nutzen. Das heißt, hier musste ich zusätzlich Adapter anbauen. Die gibt es dann auch von Magpul. Hier zum Beispiel dann ein M-Lock auf QD-Swivel. Das gibt es natürlich auch nochmal als Adapter für die Clip-Montagen, also für die Snaps, wie wir sie eben gerade gezeigt haben. Das ist dann im Endeffekt ein Modul, was auf Picatinny befestigt wird, steht zur Seite weg und dann könnt ihr da mit eurem Haken reingehen. Und der Haken hat noch eine zusätzliche Funktion, nämlich, ihr habt es ja vielleicht schon vorhin mitbekommen, ich habe von einer Two-Point und von einer One-Point-Sling gesprochen. Two-Point ist klar, habe ich 2 Punkte, einmal vorne, einmal hinten an der Waffe, so wird das Ganze befestigt. Kann ich dann auch unterschiedlich setzen, wie ich das brauche. Und natürlich kann ich aber auch hier bei dieser Sling, kann ich auf One-Point wechseln. Das heißt, ich mache aus einer 2-Point-Sling aus einer Two-Point-Sling eine One-Point-Sling. Dazu habe ich hier unten an der hinteren Halterung habe ich hier so einen Steg, der sich bewegen kann. Und hier kann ich einfach hergehen und den Haken einhängen. Und schon seht ihr, habt ihr hier eine One-Point-Sling gebaut, um das Ganze dann noch ein bisschen flexibler zu machen. Als nächstes haben wir für euch hier in Grau, gibt es natürlich alles in allen Farben. Wir haben nur hier der Unterscheidung, dass wir es ein bisschen besser unterscheiden können, verschiedene Farben für euch, haben wir die MS3 Single QD Gen 2 Sling. Da seht ihr, habt ihr ein Hybrid. Habt ihr auf der einen Seite Pushpin und auf der anderen Seite den Haken. Das ist dann im Endeffekt dafür gedacht, wenn ihr primär oder hauptsächlich als Anschlagpunkt hier den hinteren Punkt an der Waffe wählt, wie an dieser hier. Hier habe ich anstelle des ASAP-Adapters habe ich hier einen QD-Punkt. Das heißt, ich kann hier mit der Sling reingehen und habe sie dann hier auf jeden Fall als ersten Anschlagpunkt. Den zweiten Anschlagpunkt würde ich dann vorne irgendwo setzen. In dem Fall habe ich hier auch nur QDs. Das heißt, ich muss mit einem Adapter arbeiten. Dann kann ich das hier vorne dann einhängen. Und dann hätte ich hier meine Sling an der Waffe. Wenn ich jetzt auf One-Point gehen will, brauche ich das hier vorne nur auszuhängen und kann auch hier wieder, wie bei der Sling davor, hier in den Adapter reingehen, in den Haken reingehen. Das ist ein bisschen schwierig mit einer Hand. So. Und dann kann ich hier wieder eine One-Point-Sling bauen, um das Ganze dann noch ein bisschen dynamischer zu halten.
Das wäre die Möglichkeit mit dieser Art von Sling. Übrigens für alle, das gilt auch für alle Slings, die wir hier euch zeigen. Wenn ihr sagt, ich will jetzt eigentlich hinten nie was ändern. Ich will vorne immer meinen Punkt ändern, aber hinten bin ich immer der Typ, der die Sling am Buttstock befestigt. Ja? Haben ja es gibt ja verschiedene Buttstocks, da werden wir euch auch nochmal von Magpul demnächst was vorstellen. Aber die meisten Buttstocks haben irgendwie hier nochmal einen Schlitz, um da mit dem Sling-Material direkt durchzugehen. Und da könnt ihr natürlich hergehen und sagen, okay, ich pfeife auf alle QDs, gehe hier einfach einmal raus. Und dann kann ich hier den QD-Adapter entfernen und dann kann ich hier direkt natürlich einfach durchgehen. Ich muss so rum durchgehen, dass ihr es besser seht. Und dann kann ich hier die Sling dann auch entsprechend natürlich auch so an der Waffe befestigen. Das geht auch. Okay, dann kommen wir zur letzten Sling. Das ist die MS4 Dual QD Sling. Dual QD, sagt schon der Name, ihr habt auf beiden Seiten die QDs und auch wieder hier natürlich die Verstellung, wie sie alle Slings haben. Und hier habt ihr jetzt als Besonderheit bei dem Steg, der hat jetzt hier nochmal Push-Pin-Punkte auf beiden Seiten. Ne? Bei den Adaptern hier habt ihr ja auch auf beiden Seiten im Endeffekt, oder dadurch, dass es ein Ring ist, könnt ihr, egal ob rechts oder links, hier mit dem Clip dran gehen, könnt ihr aber nicht mit dem QD rangehen. Und für alle, die sagen, ich will eigentlich nur mit QD arbeiten, hat man hier die Möglichkeit entweder Two-Point oder man geht hier dann an den QD-Adapter und hat dann hier eine One-Point-Sling über QD gebaut. Also ihr seht im Fazit, dass bei Magpul so ziemlich für jeden was dabei ist, solange ihr sagt, 33 mm ist die Breite, die ich als Weapon Sling nutzen will. Und das Schöne bei Magpul ist halt auch, dass ihr, wenn ihr sagt, ich will jetzt vielleicht die Sling haben und will mir mal eine Option frei halten, um da nochmal zu wechseln, auch da hat Magpul mitgedacht. Ihr könnt zum Beispiel diese Adapterteile hier, die seht ihr ja, die in einem Ring eingehängt sind, die könnt ihr auch noch separat kaufen. Das heißt auch hier wieder absolute Modularität. Ihr könnt zum Beispiel dann starten mit dem Clip-Adapter und wenn ihr merkt, das ist nicht das Wahre für euch, dann könnt ihr euch hier nochmal einen Adapter kaufen mit Pushpin. Also da sind alle Möglichkeiten offen und genauso auch natürlich auf der anderen Seite der Waffe. Da ist auch alles vorhanden, um das Ganze dann mit der Waffe zu verheiraten. Das sollte jetzt erstmal ein genereller Überblick über die Slings sein. Wenn ihr möchtet, machen wir euch auch nochmal ein Video und zeigen euch nochmal die verschiedenen Anschlagarten, beziehungsweise wir würden das mal runterbrechen auf One-Point versus Two-Point und da die verschiedenen Trageweisen und die verschiedenen Punkte, wo man an der Waffe ansetzen kann. Ja, aber wie gesagt, das können wir gerne in einem separaten Video machen, wenn ihr möchtet. Ansonsten, die Magpul Slings bekommt ihr bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Fragen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke. Schaut mal in unserem Shop vorbei. Da gibt es demnächst bald mal was Neues und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.